Herzlich willkommen bei Reinvented, dem Share IDS Business Podcast. In dieser Folge hören Sie einen Gastbeitrag, den wir in einem externen Podcast mitgestalten durften. Wir freuen uns, diesen spannenden Austausch auch hier mit Ihnen zu teilen. Viel Spaß beim Zuhören und wir hören uns in der nächsten regulären Folge wieder. Herzlich willkommen in der Podcast Lounge hier auf dem DSAG Jahreskongress 2025. Mein Name ist Carolina Hinrichsen, Co-Founder von Rethinking Places und 11 Waves AI und Host des Wirtschaftspodcasts Leaders and Missions. In dieser Session hier geht es um Next Level Business, digitale Exzellenz mit KI. Dafür freue ich mich sehr auf Apostolos Konsolakis von Share IDS. Hallo. Hallo. Erstmal danke an alle Hörer, dass Sie die Zeit genommen haben. Ich bin Apostolos, wie man direkt hören kann. Ich bin nicht von hier, ich bin von Griechenland. Ich bin Senior SAP Business Analytics Berater bei der Share und ich bin verantwortlich für Themen wie Business Data Cloud, Joule, Datasphere und so Sachen. Ja. Apostolos, du beschäftigst dich sehr intensiv mit SAP Business AI und lass uns mal ganz am Anfang damit starten. Das SAP spricht viel über Business AI. Was unterscheidet das eigentlich von einer klassischen KI? Also, bevor wir über KI sprechen, lass uns kurz über die normale Intelligenz reden. Ja. Nicht die künstliche, die normale. Also, Spannend, ja. Wie definieren wir Intelligenz? Was ist Intelligenz? Es gibt viele und verschiedene Definitionen. In meiner Meinung, die zwei besten sind: Intelligenz ist die Tätigkeit, komplexe Ziele zu erreichen. Mark Dedmark, ein Physicist, hat das gesagt. Die zweite und meine persönliche Favorit ist, Intelligenz ist die Tätigkeit, Muster zu erkennen und Situationen vorzuschauen. Das ist, wie wir Menschen funktionieren, oder? Ja. Wir denken so. Unsere Grundlage von unserer Intelligenz ist unsere Erfahrungen. Was wir sehen, was wir hören. Ja. Die Grundlage für künstliche Intelligenz ist Daten. So einfach ist es. Wenn ich jemanden sehe und der mit normalen Schuhen auf eine zugefrorene See läuft, der fällt bestimmt hin. Wenn ich das eine zweite Mal sehe und das passiert nochmal, beim dritten Mal denke ich, okay, diese Person fällt bestimmt nochmal hin. Aber ich habe keinen Kontext. Mein Kontext ist nur, was ich sehe. Was ist wenn diese Person ein Eishockeyspieler ist? Wenn er ein Olympian-Eisskater ist? Ich weiß das nicht. Ja. Also, warum sage ich das? Die Daten sind die Grundlage für richtige Nutzung von künstlicher Intelligenz. Du hast mir gefragt, wie unterscheiden wir Business KI mit genereller KI? Business KI bei SAP ist eingebettet in die Prozesse. Und das passiert, weil SAP seit 50 Jahren viele Daten und viele Business-Daten hat. Ja. Das ist der größte Unterschied. Also die künstliche Intelligenz in Business AI ist eingebettet bei HR, bei Finanz, Controlling und so weiter. Ja. Und damit greift sie natürlich auf ganz viele Datenpunkte zu und Kontext. Ne? Genau. Und da ist halt die Schleife drin. Viele Unternehmen fragen sich derzeit, welchen konkreten Nutzen bringt das denn? Also SAP Business AI. Kannst du das versuchen, noch ein bisschen greifbarer zu machen? Ja, natürlich. Wie gesagt, die KI in Business AI ist in die Prozesse eingebettet. Also was heißt in die Prozesse? In die End-to-End-Prozesse. Ja. Source to Pay, Lead to Cash, Ja. Record to Report. Und die Anwendung passiert durch Joule, die KI-gestützte Copilot von SAP. Und dann kann man fast alles machen. Wirklich, die Use Cases sind zu viele vor 20 Minuten. Ein Beispiel ist zum Beispiel, wenn ein Vertriebsmitarbeiter fragt, okay, kann ich sehen, welche offene Möglichkeiten haben über 100.000 mit viel Potenzial über die nächsten 3 Tage sehen. Das heißt, also die Joule findet diese Information direkt und das spart Zeit auf jeden Fall.
Okay, ich habe verstanden oder bin ich voll bei dir. Daten als Basis für Mustererkennung ist alles. Genau, Ja? ja, Und auf jeden SAP Fall. hat ganz viel Daten in ganz vielen Prozessen, in ganz vielen Silos. Du hast erwähnt, äh, dass das die Grundlage eben für alle intelligenten Systeme Genau. ist. Was ist eigentlich die SAP Business Data Cloud und wie hilft sie in diesem Zuge im KI-Kontext? Die Business Data Cloud ist eine der neuesten Produkte von SAP, Mhm. eine fully managed Software as a Service Plattform. Mhm. Und da kann man alle Daten aggregieren und harmonisieren. Was heißt alle Daten? SAP-Daten und Non-SAP-Daten. Mhm. Und BDC, wenn ich BDC sage, das heißt Business Data Cloud, hat 4 Teile. SAP Datasphere, SAP Analytics Cloud, Databricks. Mhm. BDC ist basiert auf der Business Technology Plattform oder BDP. Und da kann man alle Daten aggregieren und dann Databricks kommt dazu und bietet KI-Funktionalitäten. Du hast am Anfang gesagt, hast Joule und Joule Agents angesprochen. Mhm. Das ist auch ein riesengroßes Thema hier auf dem DSAG-Jahreskongress. Kannst du erklären, auch wieder eingebettet in diesen Kontext, was genau Joule Agents sind? Die Agenten sind wie digitale Mitarbeiter, würde ich sagen. Die sind KI-gestützte Assistenten und sie funktionieren selbstständig. Man kann zum Beispiel fragen, bei Procurement kannst du 2 Lieferanten vergleichen und wer ist günstiger oder wer ist besser. Das passiert auch bei Controlling. Kannst du End-of-Month-Closing machen. Und das passiert schneller und mehrmals sicherer, als wenn eine Person macht das. Das heißt, wenn ich jetzt mal von der Anwenderseite im Alltag denke, wie du es gerade gesagt hast, konkretes Beispiel wäre eine Search-Funktion. Ich spreche einfach mit dem Agenten und der promptet direkt durch in die entsprechenden Systeme und Plattformen von SAP. Genau, Vollautomatisiert. vollautomatisiert, genau. Okay. Wenn wir jetzt nach vorn blicken, wie weit sind die Unternehmen in Deutschland überhaupt mit Joule schon? Sind wir noch in der Testphase oder gibt es schon echte Praxisbeispiele? Also Joule und Joule-Agenten sind kein theoretisches Konzept mehr, aber wir sind noch am Anfang. Viele Unternehmen sind bei der Testphase oder der Pilotphase und ich glaube, in Zukunft, also short-term, es würde eine breitere Nutzung gibt dafür. Ich selber bin ja auch viel im KI-Umfeld unterwegs, in unterschiedlichen Konstellationen. Was mir ganz oft immer begegnet, ist das Thema Chancen versus Risiken. Ja, weil es hat sich eine riesen Bubble aufgebaut. Natürlich. Ja, wissen wir alle, die wir uns mit Agentic AI auseinandersetzen. Wenn wir jetzt über KI sprechen, kommt oft die Sorge, KI ersetzt Arbeitsplätze. Wie siehst du das im SAP-Kontext, auch im Kontext mit Joule Agents? Also, ich weiß, dass viele Leute haben Angst, was passiert mit meinem Job. Und ich nutze immer dieses Beispiel. Als das Kino herauskam, was haben alle Theaterschauspieler gesagt? Jeder Mensch kann ein Schauspieler sein. Was machen wir mit diesen CGIs und fancy Special Effects? Und was ist am Ende passiert? Theater gibt es immer noch und nur die besten Schauspieler spielen in Theater. Und Theater kostet mehr zum Sehen als das Kino. Das heißt, die Mitarbeiter, sie werden effizienter zusammen mit KI sein und nicht ersetzt. Das heißt, du sagst konkret, der Mensch muss in ein Lied. Genau. Und man muss sich eigentlich selbst zum Spezialisten Ganz genau. machen, Ja. um sich dieses Steuerungstool an die Hand zu setzen. Genau. Ja. Was sind denn mögliche Probleme oder welche möglichen Probleme siehst du bei der Nutzung von KI in Unternehmensprozessen und wie kann man dem begegnen? Ich würde sagen, nochmal, wir kommen zu den Datenqualität. Ja. Und wenn man keine gute Datenqualität hat, es ist wirklich schwierig, KI-Funktionalitäten zu bekommen. Und deswegen ist es gut, wenn man der Business Data Cloud nutzt, weil alle Daten sind von SAP Business Kontext. Und da ist viel einfach, direkt KI-Funktionalitäten zu bekommen. Ein anderes Thema ist Transparenz. Wir wissen nicht, wie genau diese KI-Systeme funktionieren. Und ich glaube, in Zukunft, wir sollen ein bisschen mehr beachten bei diesen Systemen. Und eine der größten
Probleme, dass ich sehe, die Leute möchten keine Änderung haben. Vor verschiedenen Gründen. Ja, die Angst, ne? Immer Angst vor Veränderung, da kommt jetzt was Neues. Ja, Auch wenn viele sagen, es gab irgendwann mal das Internet, dann gab es SaaS-Lösungen, auch einen riesen Aufschrei. So. Und jetzt sind wir bei Agentic AI, die plötzlich sich in Unternehmensprozesse mit einflanscht. So. Also am Ende werden wir, glaube ich, alle nicht drum rumkommen. Die Frage ist, wie wir damit umgehen. Ne? Ganz genau. Ja. Wenn du selbst so mal so ein paar Jahre nach vorne schaust, mache ich übrigens auch. Wie viele Jahre vorne? Da so 2, 3 Jahre, Okay. weil das ist im AI-Kosmos sehr viel Zeit. Genau, auf jeden Fall. Zeit. Also, wir wissen nicht, was in 10 Jahren kommt, keine Ahnung. 2 bis 3 Jahre ist in der Geschwindigkeit, wie sich das gerade entwickelt, wahnsinnig viel. Was meinst du persönlich, was sich durch KI in Kombination mit SAP am stärksten verändert haben wird? Ich vermute, und das ist meine persönliche Meinung, die Joule-Agenten werden mehr proaktiv. Und ich glaube, sie werden keine Leitfaden brauchen. Was ich meine ist, jetzt sagt man auf Joule, bitte finde das. Ja. Oder bitte zeig mir das. Ja. Ich glaube, in 2 oder 3 Jahren alles wird mehr proaktiv. Weil dann die künstliche Intelligenz wird trainiert und dann das System weiß das. Okay, im Q1 oder im Q4, wir brauchen diese Information oder diese Information. Ja. Oder jetzt machen wir diesen Prozess. Jetzt verstehe ich. Ja. Das heißt, sie werden proaktiv nach Mustern suchen Genau. und es, quasi dem Human in the Loop proaktiv bereitstellen, damit der das für sich nutzen kann, was sie gelernt haben in den und den Intervallen, Algorithmen etc. wird das benötigt. Ja. Es kann auch gut sein, dass vielleicht kommen neue Funktionalitäten, die wir jetzt nicht vorstellen können. Wie du gesagt hast, in unserer Zeit, 2 Jahre mit KI, ist eine sehr lange Zeit. Ja, das ist ein Century eigentlich. Ja, genau. Ja, genau. Wenn wir sehen, wie weit wir sind vor 3 Jahren, das ist unglaublich. Ja, man sagt ja, also die Agentic AI strategisch ist, in dem Kreis bewege ich mich ja auch. Wir sagen ja auch, wenn man sich das so weiterentwickelt, so exponentiell nach oben sind, werden 2 bis 5 Jahren bei menschlicher Intelligenz angekommen. Ne? Und dann ist die Frage, wie geht man damit um? Ne? Genau. Ja. Ganz persönlich, aus Neugier, was treibt dich persönlich an, dieses Thema voranzubringen? Ich meine, was ist deine Mission in Bezug auf KI und SAP? Meine persönliche Mission ist es, Unternehmen bewusst zu machen, welche Mehrwert gibt es in ihre Daten. Weil, wie gesagt, ich bin im Bereich Reporting, Berichtswesen und oft wird Reporting übersehen. Ja. Oder die Leute nehmen das als etwas selbstverständlich. Wir machen und Reporting, wir sehen die Kosten, unseren Umsatz. Die Buchhaltung. Die Buchhaltung, genau. Ja, genau. Es gibt so viel Potenzial, die Unternehmen zu transformieren durch die Daten. Und in unserer Zeit mit KI, das ist einfacher denn je. Ja, das war ein sehr praxisnaher Blick. Danke. Das war Reinvented, der Business-Podcast von Share IDS. Mehr Impulse, Best Practices und Hintergründe finden Sie auf share-ids.de. Wenn Sie wollen, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.